Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man Arduinos, den Wemos D1 Mini oder den ESP32 ganz einfach mit einer künstlichen Intelligenz programmieren kann. Es ist absolut kein Grundwissen nötig und das zeige ich euch jetzt. Wir starten mit einem einfachen Projekt und arbeiten uns dann Schritt für Schritt in etwas komplexere Projekte vor. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Bevor wir loslegen und ChatGPT für unsere Projekte verwenden, zeige ich euch kurz, wie ihr einen Account erstellt. Es ist super einfach und dauert nur ein paar Minuten. Geht einfach auf die Webseite von OpenAI und ich führe euch durch den Prozess durch. Zuerst klicken wir oben rechts auf Create Free Account. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Account über Google, Microsoft oder über Apple zu erstellen. Wer das nicht möchte, der kann oben bei der E-Mail-Adresse sich mit der E-Mail-Adresse registrieren. Nachdem wir die E-Mail-Adresse eingegeben haben, klicken wir auf Continue. Jetzt können wir unseren Account erstellen und dazu vergeben wir ein Passwort. Danach klicken wir noch einmal auf Continue und wir bekommen jetzt ein E-Mail zugestellt und dort gibt es einen Bestätigungslink, den wir anklicken müssen. Wenn das alles erledigt ist, können wir ChatGPT schon nutzen. Und hier unten, hier können wir unsere Fragen eingeben. Mehr dazu aber in Kürze, weil als nächstes kümmern wir uns um die Arduino IDE. Bevor wir jetzt mit der Programmierung loslegen, müssen wir die Arduino IDE installieren. Die IDE ist das Programm, das wir verwenden, um den Code auf unsere Microcontroller wie den Arduino, ESP32 oder den Wemos D1 Mini hochzuladen. Ich zeige euch, wie ihr die IDE installiert und wie ihr ESP32 und Wemos D1 Mini unterstützt. Lasst uns starten. Als erstes gehen wir zur Arduino-Webseite unter arduino.cc. Hier findet ihr die offizielle Entwicklungsumgebung. Geht zum Reiter Software und dann seht ihr verschiedene Versionen der IDE zum Downloaden. Wählt die richtige Version für euer Betriebssystem aus. In meinem Fall werde ich die Version für Mac herunterladen. Speichert die Datei und wartet, bis der Download abgeschlossen ist. Das kann je nach Internetgeschwindigkeit einen Moment dauern. Nachdem der Download abgeschlossen ist, öffnen wir die Datei und beginnen mit der Installation. Die Arduino IDE unterstützt standardmäßig natürlich den Arduino, aber wir müssen noch den ESP32 bzw. den ESP8266 hinzufügen. Das geht aber ganz einfach. Geht in der Arduino IDE auf Einstellungen und dort seht ihr dann, es öffnet sich ein Fenster und hier bei zusätzliche Bordverwalter-URLs einfügen, klicken wir dieses Symbol hier an. Das öffnet ein weiteres Fenster und hier können wir den Link eingeben, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Danach klickt ihr hier auf dieses Icon und es öffnet sich die Bordverwaltung. Und oben im Suchfeld, dort können wir jetzt ESP32 eingeben. Mit einem Klick auf Installieren können wir jetzt das ESP32-Modul von Espressif Systems installieren. Dasselbe wiederholen wir mit dem ESP8266. Wer jetzt etwas verwirrt ist, warum ich teilweise vom Wemos D1 Mini spreche, den kann ich beruhigen. Der Wemos D1 Mini hat als Prozessor den ESP8266 verbaut. Machen wir jetzt den ersten Test. Wir schließen unser ESP32 an USB an und hier oben im Menü könnt ihr dann die USB-Schnittstelle auswählen. Wenn das Modul nicht automatisch erkannt wird, dann können wir hier das Board definieren und wir suchen hier einfach ESP32 Def-Modul. Und das war's. Die Arduino IDE ist jetzt bereit, um unseren Code auf den ESP32 oder Wemos D1 Mini zu laden.
Als nächstes zeige ich euch unser erstes Projekt mit einer LED, die blinkt. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. And good news for all the English speaking folks. This book is also available now in English. Für unser erstes Projekt steuern wir eine einfache LED mit dem Microcontroller. Wir benutzen ChatGPT, der uns angeben soll, wie wir das Projekt zusammenbauen, und fragen ihn auch, dass er uns den Code generiert. Den Prompt, den ich hier eingebe, den findet ihr unten in der Videobeschreibung zum Kopieren. ChatGPT schreibt uns, dass wir die Anode, also den positiven Pol, auf GPIO Pin 2 geben sollen. Jetzt ist die Frage, was ist die Anode? Und diesen Prompt schreiben wir gleich in ChatGPT. Also gut, das längere Beinchen an der LED, das ist die Anode. Mit diesen Informationen von ChatGPT wissen wir jetzt, wie unsere Schaltung auszusehen hat. Jetzt können wir den generierten Code kopieren und dann gehen wir zur Arduino IDE. Jetzt kopiere ich den Code in die Arduino IDE und lade ihn auf das Board. Ich wähle hier die USB-Schnittstelle aus und suche nach ESP32 DevBoard. Jetzt können wir Upload klicken und der Code wird auf unserem Microcontroller hochgeladen. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann abonniere doch kostenlos den Kanal und drücke die Glocke, damit du keine zukünftigen Videos mehr versäumst. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Vielen Dank! Damit wir von ChatGPT auch was lernen können, lasst uns den Code kurz durchgehen. Zuerst definieren wir den LED-Pin auf GPIO 2. Im Setup-Teil legen wir fest, dass der Pin D2 als Ausgang verwendet wird. In der Loop-Funktion schalten wir die LED an und aus, indem wir den Pin auf High bzw. Low setzen. Dazwischen lassen wir jeweils eine Sekunde Pause mit der Delay-Funktion. Das war's schon für unser erstes Projekt. Wir haben erfolgreich eine LED mit Hilfe von ChatGPT angesteuert. In unserem nächsten Projekt werden wir noch einen Taster hinzufügen, um die LED manuell zu steuern. Also bleibt dran! Als erstes schreiben wir noch einmal einen Prompt in ChatGPT und sagen ihm, dass wir den Taster auf Pin D3 haben wollen. Und sofort schreibt uns ChatGPT den neuen Sketch. Zusätzlich bekommen wir noch eine Beschreibung, wie man den Aufbau macht. Damit es noch verständlicher ist, habe ich euch hier eine Zeichnung mit dem Programm Fritzing erstellt. Wenn ihr die Schaltung zusammengebaut habt, dann könnt ihr wieder hier den Sketch kopieren. In der Arduino IDE löschen wir den alten Code und ersetzen ihn durch den neuen und drücken hier wieder auf Upload. Einen kleinen Trick möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Am besten ist es bei einem Taster, wenn wir den Input als Input Pull-Up definieren. Wenn ihr mehr über Pull-Up und Pull-Down Widerstände erfahren möchtet, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Im dritten Projekt benutzen wir jetzt den Taster und machen daraus einen Schalter. Das heißt, einmal drücken geht die LED an und beim erneuten Drücken geht die LED wieder aus. Da ChatGPT weiß, was wir davor gemacht haben, können wir ganz einfach sagen, erstelle mir das mit einer Schalterfunktion. Wir kopieren uns wieder diesen Sketch, gehen rüber zur Arduino IDE, fügen den Code dort ein und drücken wieder auf Upload.
Als viertes und letztes Projekt verwenden wir den SI 7021 Temperatur- und Luftfeuchtesensor. Wir schreiben wieder den ChatGPT-Prompt, aber dieses Mal verwenden wir den Wemos D1 Mini als Mikroprozessor. Wir wollen den Sensor alle 30 Sekunden auslesen und die Daten in den Serial Monitor schreiben. ChatGPT erstellt uns jetzt wieder den Sketch, und wenn ihr mehr über den Sensor SI 7021 erfahren wollt, dann könnt ihr hier dieses Video ansehen. Dort gehe ich genau auf die Funktion von diesem Sensor ein. Hier sehen wir, welche Pins wir am Wemos D1 Mini anschließen müssen. Wir haben hier das Datensignal auf GPIO 4 und das Clock-Signal vom Sensor auf GPIO 5. Dann benötigen wir noch die 3,3 Volt und den Ground. Wir kopieren uns noch einmal den Code und fügen ihn in der Arduino IDE ein. Damit der Sketch funktioniert, müssen wir noch eine Library einbinden, und das können wir hier machen in diesem Feld, und wir suchen nach dem SI 7021 Sensor. Hier von Adafruit klicken wir jetzt auf Installieren. Diese Bibliothek benötigt noch andere und wir klicken auf Alle installieren. Nach einem kurzen Moment ist die Library installiert und wir können jetzt unsere Schaltung mit USB verbinden. Oben links wählen wir jetzt die USB-Schnittstelle aus, an der der Wemos D1 Mini dranhängt, und danach definieren wir das Board. Ich habe hier den D1 Mini Lite. Und dann klicken wir schon wieder auf Upload. Einen Moment später ist der Sketch auf unserem Mikroprozessor kopiert. Und in diesem Beispiel sehen wir jetzt die Temperatur und die aktuelle Luftfeuchtigkeit alle 30 Sekunden im Serial Monitor. Ich hoffe, ich konnte euch die moderne Art des Programmierens mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein bisschen näher bringen. Was mich noch interessieren würde: welche Projekte habt ihr vor, mit der KI umzusetzen? Schreibt es mir unten in die Videokommentare. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über die richtige Handhabung von Taster zu erfahren, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Euer Edi.